Mann, neue Brille? Steht dir echt gut. Oh, echt? Danke. Hier, ich habe dir einen Kaffee mitgebracht. Cool, danke. Aber hässlicher Becher. Ja, ich gehe dieses Wochenende auf ein Festival und ich dachte mir, es wäre echt schön, wenn ich ja keine Hausaufgaben machen müsste. Warte mal. Du hast mir den Kaffee gekauft, damit ich dir weniger Hausaufgaben gebe, richtig? Du bist wirklich faul. Klassisch Generation Z. Ja, ich freue mich schon echt lange auf das Festival, deswegen, das wäre schon cool. Ach, mach dir keinen Stress. Bestechung funktioniert sehr gut bei mir. Übrigens, das ist die perfekte Gelegenheit, jetzt mal die Finalsätze zu besprechen. Ist das Grammatik? Ja, so ein bisschen. Okay, okay, ich schaue es mir an. Aber bitte nicht so viele Hausaufgaben, okay? Ja, gucken wir mal. Finale Nebensätze drücken die Absicht oder das Ziel von einer Handlung aus. Wenn ihr zum Beispiel einen Satz habt wie: Ich kaufe Felix Kaffee, damit er mir weniger Hausaufgaben gibt, habt ihr einmal das Ziel, weniger Hausaufgaben zu bekommen, und dann eben auf der anderen Seite diese Strategie, sage ich immer dazu, also hier in dem Fall einen Kaffee zu kaufen. Und das ist, wie gesagt, eine finale Satzverbindung. Was ist jetzt aber der Unterschied zu einem kausalen Nebensatz? Ja, das ist eben der, dass wenn ihr zum Beispiel sagt, ich kaufe dir einen Kaffee, weil du mir weniger Hausaufgaben gegeben hast, dann haben wir einen anderen Vorgang. Erst hast du mir wenig Hausaufgaben gegeben, deswegen habe ich mich gefreut und deswegen kaufe ich dir jetzt einen Kaffee. Ja, es zeigt uns nicht die Absicht, dass wir ja mit dem Kaffee eine Strategie verfolgen, um weniger Hausaufgaben zu bekommen, sondern es zeigt einfach nur, dass wir quasi den Kaffee gekauft haben, ja, um Danke zu sagen oder so. Kommen wir zuerst zum finalen Nebensatz mit damit. Wir wollen also, wie gesagt, hier eine Absicht, ein Ziel ausdrücken und hängen deswegen einen Nebensatz an. Beispiel: Ich arbeite Vollzeit, damit ich mir eine Wohnung mitten in der Stadt leisten kann. Strategie: Vollzeit arbeiten. Ziel: sich die Wohnung leisten können. Weiteres Beispiel. Ja? Und das heißt ja nicht per se, dass dann die Generation Z faul ist oder weniger leistungsbereit ist. Weil, wie gesagt, es wird immer wieder gesagt, es ist die Generation, die am lernbereitesten und leistungsfähigsten ist. Jetzt müsst ihr euch die Frage stellen, was können wir tun, damit die attraktiv werden für unser Gewerbe? Und wenn ich vielleicht Kurz gesagt, was können wir tun, damit die Menschen den Job attraktiver finden? Damit die Arbeitsplätze für die Generation Z attraktiver werden. Auch hier seht ihr wieder diesen Bezug, das Ziel, die Absicht, ja, den Arbeitsplatz attraktiver zu machen für eine bestimmte Gruppe. Hier die Generation Z. Scheffeln und dann schaufeln. Isabel, was müsste denn passieren, damit du und deinesgleichen mehr ins Risiko gehen, mehr Verantwortung übernehmen wollen und mehr sagen, ich habe jetzt auch Bock, an diesem Land mitzuarbeiten? Also ich habe richtig Bock, ins Risiko zu gehen. Isabel, was müsste passieren, damit ihr mehr Verantwortung übernehmen wollt, damit ihr mehr ins Risiko gehen wollt? Quasi hier die Frage, ja, welche Strategie würde Isabel empfehlen? Ja, was müssen wir machen, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, wir wollen, dass Isabel vielleicht mehr Risiko eingeht. Wir wollen, dass Isabel vielleicht mehr Verantwortung übernimmt. Ja, also hier geht es um die Frage, was können wir tun, damit die Generation Z mehr Verantwortung übernimmt. Ihr könntet diesen Satz auch umstellen und zum Beispiel sagen, damit Isabel mehr Verantwortung übernimmt, muss irgendwas passieren. Ja, zum Beispiel muss sie sich auf der Arbeit respektiert fühlen, würde zum Beispiel funktionieren. Ihr könnt also den Nebensatz mit damit auch nach vorne ziehen, wie ich es jetzt hier gerade gezeigt habe. Kommen wir zum nächsten Punkt und das sind die finalen Nebensätze mit zu plus Infinitiv. Hierbei müsst ihr zwei Sachen beachten. Das erste ist, dass ihr unbedingt darauf achten müsst, dass hier das Subjekt im Hauptsatz und das Subjekt im Nebensatz identisch sind. Was bedeutet das? Schaut euch diesen Satz an. Ich kaufe mir einen Kaffee, damit ich später nicht müde bin. Hier haben wir im Hauptsatz das Subjekt ich kaufe, ja, und wir haben im Nebensatz das Subjekt ich bin müde, ja. Hier haben wir also beide Male ich, das heißt, wir können hier in diesem Fall die zu
plus Infinitivstruktur benutzen. Wir können sagen, ich kaufe mir einen Kaffee, um später nicht müde zu sein. Ihr könnt das Ganze allerdings nicht machen, wenn, wie gesagt, das Subjekt im Hauptsatz und im Nebensatz nicht identisch sind. Wenn ich zum Beispiel sage, ich kaufe Felix einen Kaffee, damit er mir weniger Hausaufgaben aufgibt, ja, hier haben wir nicht das gleiche Subjekt. Wir haben ich kaufe im Hauptsatz, aber Felix gibt Hausaufgaben auf im Nebensatz. Diese beiden sind nicht identisch, können dementsprechend nicht mit umzu ausgetauscht werden. Ihr könnt diesen Nebensatz natürlich weiter mit damit gestalten, nur eben nicht diese Struktur benutzen. Das zweite, was ihr beachten müsst bei der Struktur umzu plus Infinitiv, ist, wie der Name schon sagt, dass ihr in dieser Nebensatzstruktur ein Infinitivverb benutzt. Und das ist sehr untypisch normalerweise für Nebensätze. Also passt auf, dass ihr bei dieser Struktur ganz besonders drauf achtet. Hier noch ein weiteres Beispiel. Um neue Mitarbeiter zu bekommen, bieten immer mehr Unternehmen die 4-Tage-Woche, Homeoffice und flexible Arbeitszeiten an. Auch hier hatten wir Unternehmen als Subjekt im Hauptsatz und dann im Nebensatz eben nicht mehr genannt, weil wir hier die Umzustruktur machen. Wir könnten allerdings auch sagen, mit Unternehmen neue Mitarbeiter bekommen, bieten sie diese Möglichkeiten an. Also auch hier genau das Gleiche, nur eben ausgedrückt mit umzu. Hier ein paar Beispiele passend zum Thema, ob die Generation Z faul ist und sich nicht so viel Mühe gibt auf dem Arbeitsmarkt. Gar nicht. Und wie gesagt, noch einmal kurz, um das fortzuführen, wir arbeiten letztendlich, um erstens natürlich unser Leben zu bestreiten, völlig klar. Wir wollen eine gute Freizeitgestaltung haben, wir wollen die damit finanzieren. Was wir aber oft vergessen ist, wir sollten auch arbeiten, um diese Gesellschaft am Laufen zu halten, um dieses Land am Laufen zu halten. Und das vergisst meines Erachtens die Generation Z ganz oft. In keinster Weise auf das. Kurz gesagt, wir sollten arbeiten, um unsere Gesellschaft und um das Land am Laufen zu halten. Ja. Was bedeutet das eigentlich, ein Land beim Laufen halten? Das bedeutet ganz einfach, dafür zu sorgen, dass etwas weiter besteht. Ja? Also dass Deutschland oder unsere Gesellschaft weiter besteht in diesem Fall. Man könnte auch sagen, wir sollten arbeiten, damit Deutschland nicht den Bach runtergeht. Ja, das ist auch ein Ausdruck, der bedeutet quasi das Gegenteil. Nicht den Bach runtergehen wäre eben nicht, es nicht verlieren, es nicht kaputt machen. Dafür sorgen, dass es positiv weitergeht in Deutschland. Ein Arbeitnehmermarkt, das sollten wir auf jeden Fall nutzen, um eben unsere Arbeitswelt zu verändern. Im positiven Sinne. Martin hat Kurz gesagt, wir sollten den Arbeitnehmermarkt nutzen, um unsere Arbeitswelt positiv zu verändern. Was ist eigentlich ein Arbeitnehmermarkt? Ihr hört sehr oft im Moment in den Nachrichten, wenn ihr deutsche Nachrichten hört, vom sogenannten Fachkräftemangel. Das bedeutet ganz einfach, dass es sehr viele Arbeitsstellen gibt, wo wir kein qualifiziertes Personal für haben. Also es gibt sehr, sehr viele offene Arbeitsstellen und eben nicht genug qualifiziertes Personal, um diese Arbeitsplätze zu füllen. Das führt dazu, dass diese Arbeitsplätze fehlen und es wird sogar gesagt, dass das größte Problem der deutschen Wirtschaft aktuell ist. Hier wird also vorgeschlagen, dass genau dieser Umstand, dieser Arbeitnehmermarkt, wo Arbeitnehmer, also die Leute auf der Arbeiterseite, mehr Kontrolle haben, mehr Power haben, dass es eine perfekte Chance ist, unsere Arbeitswelt neu zu gestalten und Dinge zu implementieren, wie zum Beispiel vielleicht die 4-Tage-Woche, flexiblere Aufgabenverteilung oder sogar etwas wie Homeoffice, Remote Work. Wenn euch solche Beispiele gefallen und helfen, dann schaut doch mal an meinem Instagram vorbei. Ich poste regelmäßig Deutschlern-Challenges und Reels, damit ihr jeden Tag weiter motiviert Deutsch lernen könnt. Vielen Dank. Wir können die Umzu plus Infinitivstruktur auch mit reflexiven Verben benutzen. Unternehmen verbessern ihre Arbeitsbedingungen, um sich für die Generation Z attraktiver zu machen. Oder auch viele junge Menschen achten auf die Work-Life-Balance, um sich nicht zu Tode zu arbeiten. Oder hier ein Passivsatz. Unternehmer müssen mehr auf die Generation Z eingehen, um attraktiver zu werden. Kommen wir nun zu einer anderen Art von Finalsätzen.
Und das ist die Verbindung von zwei Hauptsätzen. Entweder mit dafür oder mit dazu. Beispiel. Junge Menschen wollen arbeiten. Dafür müssen Unternehmen aber bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Ihr seht, hier haben wir wie gesagt zwei Hauptsätze, die eben durch dieses dafür miteinander verbunden sind. Ja. Hier sehen wir, der Satz mit dem dafür zeigt auch wieder, was passieren muss, ja, welche Strategie verfolgt werden muss, damit diese andere Sache passiert. Die Generation Z will mehr arbeiten. Dafür muss ich arbeiten, aber lohnen. Man kann auch im Handwerk eine gute Karriere machen. Dazu muss man aber hart arbeiten. Wir könnten diesen ganzen Satz auch wieder umstellen und das dazu zum Beispiel nach vorne holen und so etwas sagen wie: Dazu, dass mehr Schüler nach dem Abschluss eine gute Arbeit finden, brauchen wir mehr Programme in der Schule. Oder die Generation Z und die Babyboomer können gemeinsame Lösungen finden. Dafür müssen sie aber besser miteinander kommunizieren. Wir könnten auch hier den Satz umstellen. Das dafür muss nicht am Anfang eines Hauptsatzes stehen und zum Beispiel sagen, die Gen Z und die Babyboomer können gemeinsame Lösungen finden. Sie müssen dafür aber besser miteinander kommunizieren. Ihr seht, ihr habt hier also ein bisschen Flexibilität mit der Satzstellung, also spielt ein bisschen damit rum und ja, es hilft euch eben unglaublich dabei, diese finalen Ziele, diese Absichten auszudrücken auf verschiedene Arten und Weisen. Kommen wir nun zur letzten Art von Finalsätzen, die ich euch heute zeigen möchte, und das sind die finalen Angaben aus Präpositionen und Nomen. Ganz spezifisch benutzen wir hier zu mit dem Dativ oder für mit dem Akkusativ. Diese Struktur benutzen wir überwiegend im geschriebenen Deutsch und das ist eher etwas für Fortgeschrittene. Also wenn ihr auf dem Level B1 gerade seid, dann braucht ihr euch das erstmal gar nicht anzuschauen. Aber ja, wenn ihr auf dem Level B2, C1, C2 seid, dann solltet ihr das auf jeden Fall kennen, weil es wie gesagt im geschriebenen Deutsch immer mal wieder vorkommen kann. Zum Arbeiten fordert die Generation Z Dinge wie die 4-Tage-Woche, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice. Oder zur Gestaltung einer modernen Arbeitswelt müssen die Generationen sich austauschen. Auch hier wird wieder klar, dass es sich um eine Strategie handelt, um eine bestimmte Absicht, ein Ziel zu erreichen. Man könnte auch sagen, damit wir eine moderne Arbeitswelt gestalten können, müssen die Generation Z und die Babyboomer besser miteinander kommunizieren. Ja? Wir könnten sagen, wir müssen besser kommunizieren, um eine moderne Arbeitswelt zu gestalten. Nun zur Präposition für mit dem Akkusativ könnten wir sagen, für die Gestaltung einer modernen Arbeitswelt müssen die Generationen sich austauschen. Ja? Das bedeutet, wie gesagt, miteinander kommunizieren. Okay, ich hoffe, diese verschiedenen Finalsätze und die Beispiele aus dieser Diskussion helfen euch, das Ganze nachzuvollziehen und auch euch dabei ein bisschen zu experimentieren, gerade wie ich angesprochen habe, mit der Satzstellung und eben diese 3 Konzepte bald in euren Sprachgebrauch zu integrieren. Und eben, wie gesagt, finale Nebensätze mit zu oder damit, Hauptsätze verbinden mit dafür und damit oder eben auch mit der Präposition plus Nomenstruktur, die wir hier gerade besprochen haben, mit für plus Akkusativ oder zu plus Dativ. Wenn euch die Diskussion zum Thema Gen Z interessiert, habe ich unten für euch verlinkt. 13 Fragen übrigens, super gutes Format, wenn ihr euer Deutsch verbessern wollt und auch einfach mit aktuellen Diskussionen euch ein bisschen, verschiedene Meinungen anhören wollt. Und ja, wenn ihr es bis zum Ende von diesem Video geschafft habt, dann wollte ich mich erstmal auf jeden Fall bei euch bedanken. Und ja, es besteht eine gute Chance, dass euch auch andere Videos von mir gefallen. Deswegen schaut doch gerne noch ein weiteres Video von mir und lasst mich bitte wissen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für weitere Videos. Ich freue mich wirklich sehr und dann werde ich mich darum kümmern. Alles klar. Viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Ciao.